Ich bin total froh, dass wir die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten, weil das es viel einfacher macht, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Ich kann mit meiner Tochter mittagessen. Ich arbeite einfach lieber im Büro und komme dann nach Hause und habe so ein bisschen den Unterschied zwischen Arbeiten und Familie. Ich habe meine Arbeitszeit so verteilt, dass ich an 2 Tagen in der Woche von zu Hause aus arbeite und dann aber weniger Stunden mache, weil ich die Zeit dann auch immer nutze, um zu Hause noch alles andere zu erledigen, was so anfällt. Das ist ganz häufig aufgrund meiner Tätigkeit einfach auch projektgebunden. Ich habe Wochen, da bin ich 3, 4, 5 Tage im Büro vor Ort und es gibt Wochen, da bin ich dann wirklich nur einen Tag vor Ort. Das ist immer sehr unterschiedlich. Im letzten Herbst habe ich nochmal meine Stunden deutlich reduziert. Davor habe ich mehr als mein Partner gearbeitet. Also das ist bei uns wirklich immer so ein Aushandlungsprozess. Ansonsten gibt es bei mir auch mal die Möglichkeit, meine Arbeitsstunden vom Vormittag in den Nachmittag zu verlegen. Auch das nutzen wir. Und damit wird das bei uns auch zum Teil, sieht das an jedem Tag ein bisschen anders aus oder wochenweise anders aus. Homeoffice und mobiles Arbeiten können ganz unterschiedlich und ganz flexibel kombiniert werden. Und das bietet natürlich eine riesige Flexibilität, vor allen Dingen für Menschen mit familiären Aufgaben, aber eigentlich für alle. Also ich habe für mich gemerkt, ich kann das nicht so wirklich gut zu Hause arbeiten. Also er möchte ja auch ein bisschen bespaßt werden. Also am Anfang ging das gut, dass Celine ihre Vorlesung hatte. Dann habe ich in der Zeit ein bisschen Homeoffice gemacht, bin ein bisschen später dann zur Arbeit gegangen, bin mit ihm zusammen zur Mensa gegangen und dann nach der Mensa hat Celine ihn dann übernommen und ich bin dann ins Büro gegangen. Das ging ganz gut, aber mehr war dann auch nicht drin. Also ich bin nicht, glaube ich, noch nicht so der Homeoffice-Typ. Wenn ich mich auch in eine kreative Arbeit begeben möchte, wo man so einen kreativen Tunnel auch manchmal braucht, das kann ich dann da wirklich gut schaffen und kann dann in der Pause mal kurz meinen Kaffee trinken und einmal durch den Garten gehen, frische Energie tanken und dann wieder mich an den Platz setzen und das gibt mir ganz viel. Homeoffice und mobiles Arbeiten nutze ich tatsächlich für mich selber flexibel. Einfach deswegen, weil ich jemand bin, der gerne im Büro arbeitet und da ist und dann dort seine Zeit hat, wo er arbeitet und zu Hause sich halt mehr um die Familie kümmert und das auch eine Trennung ist, die mich persönlich psychologisch entspannt. Um den Schalter besser von Familien auf Arbeitszeit oder umgekehrt von Arbeitszeit aufs Private umzuschalten, können vielleicht auch noch andere Dinge helfen. Manche legen bewusst einen Kleidungswechsel auch im Homeoffice ein. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einen künstlichen Arbeitsweg, einen Nachhauseweg einzulegen? Um sich räumlich noch besser abzugrenzen, kann es zum Beispiel hilfreich sein, die Arbeit wirklich zu verdecken, damit die Arbeit einfach nicht mehr sichtbar ist. Wir haben dafür bei uns im Team einen Kalender, wo jeder einträgt, wann er vor Ort ist, sodass man weiß, zum einen, welcher Schreibtisch ist besetzt, aber zum anderen auch, wen kann ich mal ansprechen. Und das ist ein riesen Koordinationsaufwand, einfach weil ich mehrere Mitarbeiter habe, die alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und denen man auch gerecht werden muss. Aber natürlich gibt es gemeinsame Termine, die man dann koordinieren muss. Es gibt immer montags einen Joe Fix, wo wir mit dem Team uns zusammensetzen und den versuchen wir auch nach Möglichkeit immer in Präsenz durchzuführen. Ich kann nur empfehlen, dass man sich vorher Gedanken macht, was ist eigentlich meine oder was ist unsere Idealvorstellung von der Arbeitszeit oder wie man eben die Arbeit organisiert. Und dass man dann guckt, welche Aufgaben habe ich und welche Möglichkeiten gibt es halt im Team, in der Projektarbeit. Und dass man dann eben mit den Vorgesetzten ins Gespräch geht und einen klaren Plan macht. Herausfordernd sind immer diese spontanen Änderungen. So. Man hat einen schönen Plan und dann passiert irgendwas. Das ist total klasse, dass man dann im Homeoffice arbeiten kann und zu Hause sein kann, wenn die Kinder kommen. Wenn es mal individuelle Lösungen sind, das bespreche ich natürlich mit meiner Vorgesetzten dann auch individuell. Ja. Face to face. Das gibt's auch noch bei uns.